Hi, mein Name ist Yves von Fun with Orchids und ich habe euch heute eine Orchidee mitgebracht. Und ich bin ganz froh, dass ich euch die jetzt zeigen kann, weil ich danach dann direkt die Blüten abschneiden werde, damit das Elend ein Ende hat. Ich werde gleich erklären, warum. Vielleicht seht ihr es auch, wenn ich sie gleich mal in die Kamera halte. Es handelt sich nämlich um Bulbophyllum graveolens. Die hieß früher Ceropetalum robustum, unter anderem. Und robustum ist auch schon ganz treffend, weil die ist für eine Bulbophyllum durchaus groß und ausladend, hat sehr, sehr große Blätter, große, kräftige Bulben, die bis zu 10 cm hoch werden. Die Blätter erreichen eine Länge von bis zu 66 cm und eine Breite von bis zu 10 cm. Da kommt meine nicht ganz ran, aber ihr werdet gleich sehen, dass sie durchaus auch schon beachtlich ist. Und mittlerweile heißt die Bulbophyllum graveolens und da kommen wir von der Namensgebung den Fakten noch mal ein bisschen näher. Gravis heißt so viel wie stark im Lateinischen, olere riechen und sie riecht auch wirklich stark. Und ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, nicht zu würgen, weil sie steht hier unter mir und ab und zu kommt so ein Schwall Geruch hoch, jetzt zum Beispiel. Und das kostet ein bisschen Kraft. Und ich zeige sie euch jetzt einfach mal, bevor ihr vor Spannung vergeht. Das ist das kleine Stückchen. Und ihr seht riesige Blätter, also große ausladende Blätter, die auch einen ganz schönen Glanz haben. Ist vielleicht ein bisschen Staub drauf. Oh, jetzt habe ich sie mir sehr ins Gesicht gehalten. Aber beachtlich schöne Blüten. Also ihr seht dieses Gelb, das sich toll von dieser knallroten Lippe absetzt. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Also wenn die aufblüht, man liebt es, bis man anfängt, sie zu riechen. Das ist outstanding. Also ich zeige euch auch gleich ein paar Details noch, die ich euch einblende von den Blüten und auch der Tatsache, dass hier irgendwo die ganze Zeit eine Fliege gefangen ist. Das ist nämlich die Bestäubungsstrategie. Also durch den unglaublichen Gestank, in diesem Fall nach so alter Wäsche, die feucht ganz, ganz lange in der Waschmaschine gelegen hat, hin zu ein bisschen Buttersäure, fischig. Also man kann es nicht ganz genau einordnen, aber es ist auf jeden Fall auch für eine Bulbophyllum outstanding schlimm. Also ich habe wirklich viele Bulbophyllum schon in Blüte gesehen und gerochen und das ist ausnehmend übel. Aber sie ist eben auch ausnehmend schön und ausnehmend großblütig für eine Bulbophyllum und deswegen finde ich sie schon sehr, sehr showy. Und ihr seht, das Laub macht auch durchaus was her. Also wenn die in der Wohnung steht, ist die auch ohne Blüte eigentlich eine sehr, sehr schöne, beachtliche Pflanze, die auch nicht jeder sofort als Orchidee identifizieren würde, der sich damit nicht ein bisschen auskennt. Zur Kultur sage ich auch gleich noch ein bisschen was. Ich stelle sie jetzt erstmal ab, weil sie ist tatsächlich auch ein bisschen schwer und auch ein bisschen nah an meiner Nase. So, wir schauen uns jetzt nochmal das Bestäuberinsekt und die Blüten vor allen Dingen ein bisschen genauer an. Und ich bin wirklich begeistert von diesen Farben. Also dieses dunkle Rot der Lippe und das Gelb, Orange, Grün von den Blütenblättern. Wirklich toll. Diese wächserne Struktur, dieser Glanz gefallen mir auch total gut. Und die Blüten der Bulbos, die sehen zwar immer ganz anders aus als so die typischen Baumarkt-Phalaenopsis-Blüten, aber die haben im Grunde die gleichen Merkmale. Die haben nämlich auch 3 äußere Blütenblätter, die sogenannten Sepalen, wobei das obere Blütenblatt hier deutlich verkleinert ist und die unteren sind im Grunde zu so einer Verlängerung der Lippe als Landebahn für das Insekt verwachsen. Und die Lippe, das Labellum, die ist hier wirklich fleischrot und genarbt und ist ja morphologisch betrachtet eigentlich auch ein Blütenblatt. Als solches aber deutlich besser zu erkennen sind die beiden Petalen, die inneren Blütenblätter, die hier etwas verkümmert sind, sieht man aber ganz gut rechts und links von dem Insekt. Und durch diesen Aufbau haben im Grunde fast alle Orchideen eine vertikale Symmetrieachse. Die sind zygomorph. Und eine Ausnahme ist übrigens die recht bekannte Ludisia discolor, eine sogenannte Juwelorchidee, die ihr bestimmt auch schon mal im Baumarkt gesehen habt.
Die Besonderheit der Bulbophylllen sind die beweglichen Lippen, die durch zum Teil schon Windbewegungen ins Wippen kommen und eben auch, wie hier, dazu geeignet sind, die Fliege so in Position zu bringen, dass sie mit dem Pollenpaket, dem Pollinium, ausgestattet werden. Das Visidium, eine Klebscheibe, sorgt dann dafür, dass dieser Pollenrucksack auf dem Rücken des Insektes haftet und ja, dann geht es weiter zur nächsten Blüte. Die Graveolens kommt aus Südostasien, genauer gesagt aus Neuguinea und kommt da tatsächlich sowohl im Papua-Neuguinea-Teil als auch im indonesischen Teil im Westen vor und hat da im Grunde ganzjährig sehr, sehr warme Temperaturen, im Mittel zwischen 23 Grad und 30 Grad, also es ist schon ordentlich knackig warm die ganze Zeit und auch richtig schwül, weil die Luftfeuchtigkeit eigentlich das ganze Jahr über bei 80 bis 90%, je nachdem, liegt. Und das braucht sie aber im Kulturraum meiner Erfahrung nach nicht, weil hier bei mir in meinem Pflanzenzimmer hat es so zwischen 40 bis 70, 80%, aber auch nur temporär dann. Und damit kommt sie scheinbar auch ganz gut aus. Also sie beklagt sich nicht, die Bulben sind so ein bisschen eingeschrumpelt. Das liegt aber daran, dass ich sie jetzt über den Winter mangels Wachstum tatsächlich ein bisschen trockener gehalten habe. Und jetzt nach der Blüte werde ich wieder ordentlich Gas geben. Sie steht bei mir in Sphagnummoos in einem relativ großen Topf. Und das Gute an der Bulbophyllum, und das ist tatsächlich nicht immer so bei der Gattung, wenn ihr das hier seht, die Abstände zwischen den Pseudobulben sind tatsächlich relativ gering. Das heißt, die Internodien, also diese Stücke zwischen den Pseudobulben, die das Rhizom bilden, die sind relativ kurz. Und das hat den Vorteil, dass die nicht so schnell aus dem Topf rausrennt. Das heißt, die hängt nicht nach 3 gebildeten Pseudobulben schon aus dem Riesentopf raus. Die habe ich als Jungpflanze gekauft. Die hatte, ich glaube, diese beiden Blätter und diese Bulbe hier und ist relativ gut gewachsen. Innerhalb von 2 Jahren hat sich der Rest der Pflanze entwickelt. Also eigentlich ganz gut topfbar. Mag es bei mir in Sphagnummoos. Eine Alternative könnte auch Steinwolle sein, also irgendein Substrat, wo ihr auf jeden Fall in der Lage seid, das durchgehend relativ feucht zu halten, weil am Naturstandort fällt eigentlich das ganze Jahr über Regen. Also es gibt zwar eine explizite Regenzeit, wo es dann noch mal mehr Regen ist, aber es gibt keine harte Trockenzeit, wo gar keine Niederschläge fallen. Und das müsst ihr eben so ein bisschen in der Kultur beachten. Also die möchte nicht von euch 4 Wochen alleine stehen gelassen werden, sondern die braucht immer ein bisschen Feuchtigkeit. Ich behelfe mir da manchmal auch mit einem Selbstbewässerungsdocht, den ich in den Topf einziehe. Dann kann man im Zweifel mal auch noch Wasser im Untersetzer stehen lassen. Das bekommt er eigentlich auch ganz gut. Das könnt ihr mal für euch testen, ob das eine Option wäre für die Gießfauleren. Dazu gehöre ich auf jeden Fall auch. Grundsätzlich ist es so, dass ich, wenn es um die Kultur von Bulbophyllum geht, die Pflanze auf jeden Fall empfehlen würde, weil sie auf jeden Fall eine Bereicherung auch im Wohnraum sein kann. Wenn man jetzt mal von der reinen Blütezeit absieht, man kann die ja künstlich dadurch verkürzen, dass man sie einfach abschneidet oder dann auf dem Balkon auslagert. Manche machen auch eine Plastikfolie drum, um den Geruch ein bisschen einzudämmen. All das ist grundsätzlich möglich, wenn ihr da so empfindlich seid wie ich. Aber ich muss schon sagen, also es würde mich wundern, wenn ihr sagt, die duftet aber gut. Wenn ihr mehr über die Kultur von Bulbophyllum wissen wollt, dann empfehle ich euch tatsächlich dieses Buch. Und mit dem Buch seid ihr ganz gut beraten, wirklich einen guten Überblick über die meisten Bulbophyllum-Arten, die so in der Kultur üblich sind, zu bekommen. Also die Bulbophyllum-Gattung hat ja über 3000 Orchideen, ist ja die größte Gattung unter den Orchideen. Und die lassen sich natürlich auch nicht mit so einem Buch erschlagen, das relativ schlank ist, wie ihr seht. Aber das Buch kriegt man noch ganz gut im Handel von Emily Siegrist. Und Emily Siegrist selber ist Bulbophyllum-Expertin aus den USA. Und nach ihr ist auch eine Bulbophyllum-Hybride benannt, die relativ bekannt ist. Und da würde ich euch auch mal empfehlen, die mal zu googeln. Das lohnt sich. Die könnte auch eine gute Einsteiger-Hybride sein, die Bulbophyllum Emily Siegrist. So, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, stinkende
Orchideen oder auch schön riechende Orchideen zu sammeln, dann folgt mir auf jeden Fall in meinem Kanal. Abonniert den Kanal, ich würde mich sehr freuen, gerade weil ich ja noch sehr neu im Game bin. Und eine wichtige Information habe ich noch für euch. Wenn euch das Orchideenfieber packt, wahrscheinlich nicht nur durch dieses Video, sondern auch durch andere tolle Videos, die es über Orchideen gibt, dann empfehle ich euch dringend nächstes Jahr im März, euch nichts weiter vorzunehmen, zumindest für 4 Tage, weil da ist nämlich die Weltorchideenkonferenz zu Gast in Deutschland zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder, und das ist ein Once-in-a-Lifetime-Moment, würde ich sagen, weil so schnell wird die nicht wieder nach Deutschland kommen. Und ich würde euch auf jeden Fall raten, da mal vorbeizuschauen und auf der Website der WOC mal einen Besuch zu hinterlassen, www.woc.de. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.